Amerikas Dominanz wankt. Zumindest sprechen immer mehr Anzeichen dafür. Vor wenigen Jahrzehnten schienen die Vereinigten Staaten auf dem Gipfel ihrer Macht angekommen zu sein und heute stellen sich immer mehr Beobachter eine ganz andere Frage. Ist das amerikanische Jahrhundert vorbei? Während in den USA die Fußballweltmeisterschaft läuft, analysieren wir ein anderes Spiel, das um geopolitische und geoökonomische Macht. In dieser und der nächsten Folge unseres Podcasts schauen wir, worauf die amerikanische Stärke beruht und darauf, ob die globale Vormachtstellung der USA ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. Mein Name ist Amadeus Quist, ich bin Lehrkraft an der Hochschule Ruhr-West und moderiere in diesem Podcast das Gespräch mit unseren beiden Experten und den gesamten Austausch und begrüße damit zunächst einmal Werner Halver. Ja, hallo zusammen. Auch dieses Mal wieder dabei. Werner Halver, Hochschullehrer für internationale Wirtschaft, und ich hoffe, hier mit ökonomischer Expertise den Podcast wieder bereichern zu dürfen. Vielen Dank. Und wie immer auch dabei Sebastian, bitteschön. Ja, Hallo. ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Sebastian von Brefort. Ich bin ein Stabsoffizier am Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr, hier allerdings nicht in dienstlicher Funktion. Vielen Dank. Hallo, ihr beiden. Ja, zum Thema des heutigen Landes, das wir uns jetzt etwas ausführlicher ansehen werden, heute und in der nächsten Folge. Wir haben uns ja eigentlich so schon sehr stark daran gewöhnt, dass die USA der Hegemon sind, beziehungsweise eine global dominierende Weltmacht. Und dieser Status wird derzeit zunehmend in Frage gestellt. Das Interessante ist für uns ja auch beispielsweise mal zu schauen, gibt es denn schon in der Geschichte gewisse Vergleiche, in denen so eine Weltmacht zunehmend an Einfluss verloren hat, obwohl das vorher schwer vorstellbar erschien? Ja, das ist gut, dass wir diese Frage so aufwerfen, weil aus unserem täglichen Selbstverständnis heraus haben wir einfach die USA, die sind die Weltmacht, und irgendwie erscheint das so quasi als natürlicher Zustand. Wenn wir allerdings in die Historie blicken, dann sehen wir, dass es immer wieder dominante Mächte gegeben hat, die ihre Position eingebüßt haben oder vielleicht sogar gänzlich von der Landkarte verschwunden sind. Historisch betrachtet sich China zum Beispiel als Großmacht. Den geopolitischen und geoökonomischen Aufstieg der letzten Jahre sieht das Land selbst eher sozusagen als ein Comeback zur alter Stärke. So, und wie diese Entwicklung weitergeht, ja, das wird interessant zu sehen sein. Ein Beispiel für ein Imperium, das heute einfach gar nicht mehr existiert, ist das Römische Reich. So, das Römische Reich ist vollkommen erodiert, und das erschien zur damaligen Zeit auch gänzlich unvorstellbar. Und da wird mitunter von dem Begriff Pax Romana gesprochen, den römischen Frieden. Der begann ca. 27 vor Christus und dauerte etwa 250 Jahre. So, das war einfach eine Selbstverständlichkeit, dass das Römische Reich ja eine dominierende Macht war. Und in dieser Zeit kam es zwar auch immer wieder zu Bürgerkriegen und Aufständen, aber überwiegend herrschte jedoch Frieden und Stabilität, der eben vom Römischen Reich ausging. Und angelehnt an genau diesen Begriff wird mitunter von der Pax Americana gesprochen, dem amerikanischen Frieden. So, und man könnte es auch als die amerikanische Dominanz oder beziehungsweise Hegemonie reden, oder halt eben als das amerikanische Jahrhundert. Und und das ist wiederum so ein Zeitfenster in den internationalen Beziehungen, in dem die Vereinigten Staaten als dominante Weltmacht für Stabilität gesorgt haben und die Ordnung bestimmt haben. Ähnlich wie bei der Pax Romana, so, gab es auch unruhigere Zeiten und Zeiten, in denen auch viel Kritik aufkam. Man denke nur zum Beispiel auch an den Vietnamkrieg und so weiter. Allerdings stand dann eben die Dominanz und die Macht der USA nie gänzlich zur Disposition. So, zumindest bisher. Und das scheint sich ja jetzt derzeitig zu ändern. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Wenn wir schon bei den USA sind, dann muss man natürlich im Kontext von Mächten, die wieder verschwunden sind oder die 'n Status als Weltmacht eingebüßt haben, auf jeden Fall Großbritannien nennen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir feiern ja dieses Jahr auch 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung in den USA. Und da geht's ja letztendlich um den Krieg der 13 ersten Kolonien, Staaten in den USA, die sich letztendlich dann losgesagt haben vom britischen Mutterland in einem Krieg.
Großbritannien verliert diesen Krieg und damit beginnt eigentlich der Aufstieg der USA. Es dauert dann noch fast 200 Jahre, bis es dann tatsächlich soweit ist, dass Großbritannien da keine Rolle mehr spielt. Aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Weltmachtposition von Großbritannien weg. Und Großbritannien war eben bis dahin eigentlich die führende Weltmacht mit Commonwealth-Staaten, die es formal heute noch gibt. Insofern erleben wir das eigentlich im Kontext der USA auch sehr zeitnah nochmal einen solchen Aufstieg und Abstieg von großen Mächten. Ja, genau, das ist eine gute Ergänzung und dann könnte man natürlich auch selbstverständlich auch noch die Sowjetunion, erwähnen. So, also, was wir damit dann zum Ausdruck bringen wollen, geopolitisch ist nichts in Stein gemeißelt und alles ist im Fluss und was sind schon ein paar Jahrzehnte historisch betrachtet. Und genau deswegen wollen wir jetzt in dieser Auftaktfolge so ein bisschen so die Grundlage legen, um dann in der zweiten Folge in die Zukunft oder in die Gegenwart, immer stärker zu blicken. Besonders interessant ist, ja auch, Werner, du hast gerade von den 13 Gründungskolonien gesprochen. Das sind alles Kolonien gewesen, die an der Ostküste des amerikanischen Kontinentes ja, sich angesiedelt haben und losgesagt haben von Großbritannien. Vielleicht wäre an der Stelle auch spannend für uns zu erfahren, wie denn die USA sich von dort aus wirtschaftsgeografisch entwickelt haben. Ja, das mache ich gerne, da ein paar Worte zu sagen. Es ist, wie du gerade sagst, eben die Ostküste, die zunächst einmal nicht nur besiedelt wird, sondern dann natürlich auch aufsteigt. Etwas, was sich ja bis heute fortsetzt, nicht? Also ein Finanzzentrum New York an der Ostküste ist letztendlich die Folge einer solchen langanhaltenden Entwicklung. Was dann folgt, ist die Entwicklung der Region um die großen Seen. Manche sprechen auch von der vierten Küste der USA, weil die großen Seen mit Hochseeschiffen ganz gut zu erreichen sind, zumindest ein Teil davon das ganze Jahr über. Der Industrialisierungsprozess, der dann in diesem Manufacturing Belt oder Rust Belt, wie es auch genannt wurde, startete, also schon recht früh in der ersten Phase der Industrialisierung, also vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Der amerikanische Bürgerkrieg ist auch bei vielen Entwicklungen so eine Art Trennlinie. Der Krieg zwischen Amerika und Mexiko fällt auch in die Mitte des 19. Jahrhunderts, führt auch zu so einer ökonomischen Trendwende in den USA. Dann sind wir eigentlich mit diesen beiden Regionen schon fast am Ende des 19. Jahrhunderts angekommen. Ein wenig Entwicklung gibt es auch schon an der US-amerikanischen Westküste, ist aber noch ein bisschen unabhängiger voneinander. Wir dürfen nicht vergessen, dass erst Anfang des 19. Jahrhunderts die Frontier letztendlich mit der Lewis Clark Exkursion wirklich bis zur amerikanischen Westküste durchgedrungen war. Die Spanier waren zwar schon dort angesiedelt, Los Angeles, San Francisco, Santa Barbara, da sieht man von der Namensgebung her auch, woher diese Städte ursprünglich kommen. Aber es war noch keine große Integration mit den anderen Wirtschaftsregionen vorhanden. Das erfolgt dann zum Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend. Da kommt noch der Goldrausch in Kalifornien dazwischen. Da gibt auch nochmal der Westküste so einen Schub. Dann entwickelt sich diese Westküste letztendlich bis in die Gegenwart hinein als wichtiger Wirtschaftsstandort, wirtschaftsgeografisch in Ergänzung zur Ostküste und zum Gebiet des Rust Belts. Und dann kommt im 20. Jahrhundert auch nochmal die US-amerikanische Südküste am Golf von Mexiko gelegen. Und da haben wir vor allen Dingen auf der Basis von Erdöl und Erdgasvorkommen in der Karibik, im Golf von Mexiko, einen neuen Industrialisierungsschub, der letztendlich die Entwicklung dort vorantreibt und nach und nach zu einem vierten Standbein wird für die US-amerikanische Wirtschaft. Man könnte noch in der Ausdifferenzierung sagen, in dem Moment, wo die Entwicklung entlang der großen Seen in der Mitte des 20. Jahrhunderts schwieriger wird, die Eisen- und Stahlindustrie kommt in eine Problemsituation hinein, die sie bis heute nicht überwindet.
dann auch die Autoindustrie im Großraum Detroit wandert mehr und mehr ab. Spezielle Probleme dieses Standortes führen dazu, dass sich neue Automobilstandorte auch eher im Süden ansiedeln. Vielleicht nicht direkt an der Südküste, aber doch im Südosten des Landes, sodass wir da auch eine sehr moderne Industrieentwicklung haben in einem Gebiet, das eben zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert letztendlich noch gar nicht davon betroffen war, von diesem Prozess, bestenfalls als Rohstofflieferant Tabak und vor allen Dingen Baumwollanbau für die Industrien an anderen Standorten fungiert hat. Das mal so grob diese Entwicklung, die letztendlich bis heute anhält. Zu den Amerikanern gehört ja positiv immer dazu, sie haben es geschafft, zwar, dass sich immer wieder neue Standorte entwickeln und alte kriegen so ihre Probleme, aber die Strukturen sind doch einigermaßen erhalten geblieben. Wir haben es mit Ausnahme vielleicht von den Goldrausch-Standorten nicht zu tun mit Standorten, die komplett wieder aufgegeben wurden. Sie schrumpfen wie der Rust Belt, Manufacturing Belt, aber sie verschwinden nicht gänzlich. Da gibt es eine gewisse Kontinuität. Die Arbeitskräfte wandern zwischen diesen verschiedenen Standorten bis heute. Wir gehen davon aus, ungefähr 15-20% der US-amerikanischen Bevölkerung wechselt ständig ihren Standort zwischen diesen Wirtschaftsregionen. Man ist also ausgesprochen mobil. Man wandert dorthin, wo sich die Wirtschaft neu etabliert. Etwas, was ein großer Unterschied auch ist zu Europa, wo wir doch sehr viel stärker letztendlich an Ort und Stelle verwurzelt bleiben. Amadeus, die USA zählen ja auch zu deinen Schwerpunktthemen in der Hochschullehre und deswegen möchte ich natürlich diese Folge auch nutzen, dass ich hier auch die ein oder andere Frage stelle, weil ja, wir doch alle gerne auch von deinem Wissen profitieren möchten und deswegen wollte ich dich doch gerne fragen, so, welche Rolle denn die USA im Ersten Weltkrieg eingenommen haben und halt auch in der Zeit danach. Ja, vielen Dank für die Frage und dass wir da auch auf den Ersten Weltkrieg direkt einmal schauen, weil das eigentlich sehr sinnbildlich dafür steht, wie die Amerikaner sich im Wesentlichen verhalten haben in der gesamten Weltpolitik. Wir müssen uns zunächst einmal dafür die Ausgangsfrage stellen, welche Rolle denn die USA im Ersten Weltkrieg gespielt haben. Im Jahr 1914 hat der damalige Präsident Woodrow Wilson eigentlich zunächst einmal eine sehr starke Neutralitätshaltung gefahren und die hat relativ lange angehalten. Wirklich eingemischt hat man sich in diesen Krieg erst 1917, also relativ spät vor Kriegsende und das beruhte lange Zeit auf so einer der typischen Traditionen, die die USA auch lange Zeit hat, nämlich sich aus den europäischen Machtkonflikten rauszuhalten. Das war unter Woodrow Wilson 1914 nicht das allererste Mal. George Washington hat schon in seiner Abschiedsrede empfohlen, dass man sich größtmöglich fernhält von dem, was in Großbritannien und Frankreich an kriegerischen Auseinandersetzungen macht und fährt. Und das hat sich da auch so ein bisschen vom Muster her wiederholt. Die USA traten erst 1917 in den Ersten Weltkrieg ein, eben unter dem Eindruck des U-Boot-Krieges seitens Deutschland und gewisser Bedrohungen, dass man quasi beginnt, ja, die Fühler nach Mexiko auszustrecken. Das war das sogenannte Zimmermann-Telegramm. Hat sich dann dazu entschieden, eben die alliierten Truppen zu unterstützen. Was letztendlich auch dann ja sehr stark beigetragen hat zum Ende des Ersten Weltkrieges 1918. Interessanter ist aber eben dann, was nach dem Ersten Weltkrieg eintrat, nämlich dass die USA auch unter Woodrow Wilson sich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie quasi die Weltordnung nun nach diesem Ersten Weltkrieg ja, neu aufgestellt werden soll. Es gab eine sogenannte 14-Punkte-Rede von Woodrow Wilson, in der er propagierte, dass es wichtig ist, die Märkte offen zu halten und zu öffnen. Abrüstung, die auch zu einem sehr großen Thema wurde, auch die Initiative der Gründung des Völkerbundes durch die USA, die stark vorangetrieben wurde.
Man muss dazu sagen, die USA sind damals zum Völkerbund nicht beigetreten, haben sich also gegen das Engagement dort entschieden, obwohl man selber die Regeln mitgestalten wollte. Und das ist schon relativ interessant, weil das ist so eine typische Rückkehr zum sogenannten Isolationismus, den die USA eben grade auch mit dem Blick auf Europa immer mal wieder in ihrer Landesgeschichte hatten. Quasi also politisch sich zurückzuhalten, aber wirtschaftlich immer noch das Interesse zu haben an Welthandel. Und das ist auch das, was im Ersten Weltkrieg eigentlich dann folgte nach Ende dieser Auseinandersetzung, dass man wirtschaftlich zunehmend dominant wurde, zur globalen Finanzmacht aufgestiegen ist, was vorher eigentlich nur Großbritannien mit London gewesen ist. Ja, und das ist in gewisser Weise auch eine gewisse Kontinuität, sich zu isolieren von dem, was in anderen Weltregionen passiert. Wir kannten beispielsweise in dem Zusammenhang auch die sogenannte Monroe-Doktrin, die auch schon in den frühen Jahren der USA eben auch von ihm propagiert wurde, dass man fortan eben Europa und Amerika als getrennte Sphären betrachtet und Europa quasi jegliche Einmischung in Amerika unterlassen soll. Und nicht nur Nordamerika, sondern auch insbesondere Lateinamerika. Ja, das ist wirklich interessante Punkte, die du da erwähnst. Und dieser Rückzug in die Isolation, das möchte ich noch kurz ergänzen. So, das ist, war aus teilweise ja dann auch aus ganz nüchternen Punkten heraus, dass sie gesagt haben, okay, was bringt uns das eigentlich? Und wir haben doch hier im Land genug eigene Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Und außerdem ist natürlich dann auch irgendwann die Weltwirtschaftskrise ausgebrochen. Und deswegen war das eine Kosten-Nutzen-Abwägung, so kann man es ja fast sehen, der Amerikaner, die gesagt haben, ja, nee, damit wollen wir gar nicht so viel zu tun haben. Und da sieht man wieder, dass diese amerikanische Außenpolitik halt immer in so Wellen verlaufen ist. Und das, was wir jetzt heute sehen, wo dann dieser Rückzug aus Europa irgendwo in gewisser Weise stattfinden soll, das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Also es war nicht immer so, wie es zwischendurch dann wahrgenommen wurde, dass die USA halt mit dauerhafter Präsenz und immer als globale Ordnungsmacht und in Europa stark involviert. Das ist immer so in Wellen verlaufen. Und jetzt sehen wir halt wieder eine andere Bewegung. Was würdest du denn sagen, was würdest du denn sagen, Sebastian, was die Machtpfeiler der amerikanischen Dominanz sind? Ja, das ist interessant, weil es wirklich die amerikanische Macht basiert nicht nur auf einem Pfeiler, sondern halt die baut auf unterschiedlichen und bedingt sich in gewisser Weise gegenseitig. Also, da wäre zum einen natürlich die militärische Überlegenheit und globale Präsenz, die seinesgleichen sucht. Die wirtschaftliche Offenheit, Förderung des Welthandels hat dazu beigetragen, wie die Amerikaner heute dastehen. Aber auch von dir schon erwähnt, Gestaltung internationaler Institutionen und Bündnisse, auch wenn das heute von den Amerikanern sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und dabei auch die Verbreitung liberal-demokratischer Werte, sodass dann aus dem Verständnis heraus so, ja, wir müssen die Demokratie in die Welt tragen, sozusagen. Und ja, zusammenfassend halt quasi so die Verbindung von Hard Power und Soft Power. Ähm, wenn man das vergleicht, so China hat auch einen enormen Aufstieg erlebt, aber hat halt nicht diese Anziehungskraft, wie die Amerikaner hatten. Und das ist halt eben diese Softpower. Und ja, diese amerikanische Kultur hat ja nichtsdestotrotz bei aller Kritik, die geäußert wird, immer noch eine sehr große Anziehungskraft. Man schau nur irgendwie auf Netflix oder wo die großen Produktionen herkommen oder die Musik, die wir hören. Also da ist immer noch ein sehr starker kultureller Einfluss und Macht da. Was sind denn die ökonomischen Grundlagen, dass die USA sich geopolitisch und militärisch so stark emanzipieren konnten, Werner? Na ja, da hilft letztendlich der Blick in die Geschichte und die Analogien sind da groß. Immer dann, wenn es Mächten gelungen ist, sich ökonomisch zu entwickeln, haben sie nachfolgend auch machtpolitische Ambitionen gehabt und haben die dann früher oder später auch umgesetzt. Und so ist es im Falle der Vereinigten Staaten von Amerika der Industrialisierungsprozess. Er beginnt zeitlich versetzt zu dem europäischen Prozess.
Aber am Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts sind die USA eine industrialisierte Macht. Und das haben sie fortgesetzt, zumindest bis in die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach wird es mit der Industrialisierung in den USA ein bisschen schwieriger. Kommen wir vielleicht noch mal an anderer Stelle ausführlicher drauf zu sprechen. Aber es ist die Basis gewesen, es ist die Grundlage. Und eine zweite Größe, die sehr wichtig war, auch für die letztendlich geostrategische Ausrichtung, dass man überhaupt angefangen hat, Geopolitik zu betreiben, vor dem Hintergrund der ökonomischen Entwicklung, war, dass man am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert spätestens eben Woodrow Wilson hat das dann festgestellt, gemerkt hat, wir waren eigentlich bisher in Amerika auf einer Insel, nämlich eine Insel, die zu beiden Seiten von so viel Wasser umgeben ist, wie heißen den Atlantik und den Pazifik. Wir hatten keine geostrategischen Ängste. Der Feind konnte nicht in die Nähe kommen. All das unterschied uns letztendlich von dem, was wir früher in Europa gesehen haben, wo der Feind immer sehr nah war. All das war in den USA gar nicht denkbar. Und dann, du hast es erwähnt, Amadeus, tauchen deutsche U-Boote auf vor den Küsten der Amerikaner und zerstören teilweise Tonnage. Und auf einmal kommt ein Gefühl der Bedrängnis auf. Man ist jetzt doch nicht mehr so unangreifbar. Und im Zusammenhang mit der ökonomischen Power entwickelt sich letztendlich dann die Vorstellung, ich muss die USA doch absichern, einmal gegenüber dem Atlantik und das spielt vor allen Dingen heute in der aktuellen Politik ja auch eine große Rolle gegenüber dem Pazifik, auch wenn die Distanzen riesig sind. Aber das wird zunehmend zu einem Problem. Später dann im Zweiten Weltkrieg, der Angriff auf Pearl Harbor, war dann auch nochmal so ein Schritt hin zum Pazifik. Und wir kennen es dann später bei Obama, der deutlich macht, die USA sind in einem politischen Overstretch. Wir können gar nicht mehr letztendlich zwei Kriege führen, große Kriege, und wir müssen uns auf einen beschränken. Und am Ende kommt dann letztendlich trotz der ökonomischen Power heraus, wir müssen uns konzentrieren auf bestimmte Regionen. Und da ist im Moment eben eher der Pazifik im Fokus als die europäische Situation. Also zusammengefasst, Industrialisierung, dynamische Wirtschaftsentwicklung als ein Baustein, die Bedrohungssituation, die subjektive Wahrnehmung, Amerika ist jetzt doch auch trotz der großen Entfernungen und trotz der beiden Weltmeere, die es umgibt, angreifbar geworden, führt dazu, dass man letztendlich ein Gefühl bekommen hat, wir müssen uns doch weltwirtschaftlich engagieren. Und die Geografie hat sich ja nicht geändert, ganz im Gegenteil. Sie wird bedeutsamer und umso schwieriger wird es für heutige politische Akteure in den USA eigentlich einen Kurs des Isolationismus zu fahren. Denn eigentlich geht das gar nicht, weil die Bedrohungslage das so letztendlich gar nicht zulässt. Gut, dass du es ansprichst, Werner, dieser strategische Schwenk nach Asien. Da möchte ich an dieser Stelle natürlich auch mit großer Freude auf unsere zweite und dritte Folge noch mal hinweisen, wo wir halt das auch schon mal etwas mehr näher dargestellt haben, dieser Pivot to Asia, der Schwenk nach Asien. Und da sind wir in den Folgen ja ausführlich drauf eingegangen. So, jetzt haben wir immer wieder die internationalen Institutionen auch angesprochen, die Organisationen, die maßgeblich von den Amerikanern mitgeprägt wurden. Interessant ist ja, dass Donald Trump eben kein Fan von eben diesen Institutionen ist, obwohl sie so amerikanisch geprägt sind. Kannst du kurz ein bisschen die Hintergründe zu diesen Institutionen erläutern und den amerikanischen Einfluss darauf? Relativ prägend war zunächst einmal aus der wirtschaftlichen Perspektive, dass die Vereinigten Staaten sehr, sehr viel mitgestaltet haben beim sogenannten Bretton Woods-System. Das weltweite Wechselkurs- und Währungssystem war sehr, sehr stark dominiert durch den Dollar, der gebunden gewesen ist an den Wechselkurs des Goldes, so dass sich der Dollar damit eben zur Weltwährung etabliert hat. Wesentliche Mitgestaltung hatten die USA dann auch bei der Gründung der Weltbank beziehungsweise der Vorläuferorganisation, sowie auch des sogenannten GATT-Abkommens, welches bis heute eigentlich die Grundarchitektur des Welthandels bildet. Das wäre zumindest die ökonomische Mitgestaltung der USA.
Ja, das würde ich gerne noch ergänzen. Und zwar, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner es ja auch, ja, sich als, zur Aufgabe gemacht, sich in Europa zu engagieren. Und da gab es natürlich den, bekannten, Marshallplan, in dem, zwischen 1948 und 52 Hilfsleistungen in Höhe von, ja, circa 12,4 Milliarden Dollar, und das entspricht 'n heutigen Wert von 157 Milliarden Euro, nach Europa transferiert wurden. Also enorme Summen. Das ist ja heutzutage unvorstellbar, dass die Bereitschaft amerikanischerseits so bestehen würde. Da werden eher, in Zeiten, in denen USAID einfach, ja, weit aufgelöst wird weitestgehend. So, allerdings muss man auch dazu sagen, ne, dass das nicht, aus reinem Altruismus geschehen ist, sondern halt eben dadurch wurde auch der Einfluss in Europa gefestigt, und es war halt auch das Ziel, ja, den, kommunistische Einflüsse einzudämmen und die Einflusssphäre Amerikas da auch zu sichern. Also, so ehrlich muss man dann auch sein. Ja, und, dann nur kurz erwähnt natürlich 1949 auch die Gründung der NATO, und, die dann ja eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur zwischen Europa und den USA gegründet hat. Allerdings halt die NATO wird heute von den Amerikanern immer wieder in Frage gestellt, aber auch das ist ja nicht irgendwo aus reinem Altruismus geschehen, sondern halt auch, ja, weil, dadurch natürlich auch die Macht der Amerikaner auch noch mal gefestigt wurde. So, kritisch muss man dann auch sein. Amadeus, so die, amerikanische Ordnung oder Macht war nie frei von Widersprüchen. So, das, haben wir ja in der Geschichte immer mal wieder gesehen. So, wie würdest du diese, Widersprüche kurz umreißen? So, wie haben die ausgesehen und, wie kann man die vielleicht heute deuten? Nun ja, die Widersprüche, die beginnen eigentlich schon in der Gründung des Landes selbst. Einerseits dieser große Widerspruch zwischen dem eigenen Freiheitsanspruch und andererseits natürlich die Sklaverei, die natürlich auch dann am Ende, aber das muss man auch klar sagen, zum amerikanischen Bürgerkrieg geführt hat und bis heute eigentlich der große Grundkonflikt der frühen Republik ist in den USA. Dann natürlich auch das Thema Demokratie, aber auch Ausschluss gewisser Bevölkerungsgruppen. Lange Zeit hatten Frauen beispielsweise nicht das Wahlrecht, die Diskriminierung, der Schwarzen und Entrechtung indigener Völker beispielsweise. Einerseits dann auch beispielsweise das gesamte Thema von Selbstbestimmung und Expansion. Man war ein Land, was, sich bis heute eigentlich, ja, damit, präsentierte, sich losgesagt zu haben von Großbritannien und den Herrschaftsstrukturen einer Monarchie, gleichzeitig aber selber sehr, sehr viel territoriale Expansion, betrieben hat, eben vor dem Hintergrund dieses Frontier-Gedanken. Also, was so insgesamt eben so ein großes Konfliktfeld ist, einerseits Antikolonialismus quasi, zu propagieren, aber sich selber wie eine imperiale Macht, zu verhalten, insbesondere auch in Lateinamerika beispielsweise. Ja, das ist, deshalb spannend, so, weil in der Vergangenheit, wurden die USA ja immer wieder kritisiert, aber trotzdem haben sie es irgendwie versucht, ihr Handeln zu legitimieren, mit dem Argumenten, Demokratie und Freiheit in die Welt tragen. So, diese Argumente werden ja heutzutage mitunter von der neuen Administration gar nicht mehr aufgegriffen. Da wird, ganz offen darüber geredet, was für ein transaktionales Verständnis man ja, von Außenpolitik hat. Ich denke, das ist ja auch noch mal 'n sehr wahrnehmbarer Wandel. Amadeus, du hast gerade schon angesprochen, dass der, Kalte Krieg endete 1991. Welche Auswirkungen hatte das auf die amerikanische Macht? Um das noch mal kurz vielleicht, noch mal kurz, aufzufassen und zusammenzufassen. Ähm, Es ist so gewesen, dass eigentlich seit 1945 bis zum Zerfall der Sowjetunion die Welt eine bipolare Welt, war. Man hatte einerseits, die USA stellvertretend eben für liberal-westliche Demokratie, auf der anderen Seite die Sowjetunion und, quasi sozusagen den kommunistischen Block der Welt, die die gesamte Weltpolitik, lange Zeit bestimmt haben. 1991 bricht dann plötzlich die Sowjetunion zusammen und wir finden uns in einer Weltordnung wieder, wo es quasi nur noch die USA als die einzige Supermacht, gibt. Und, das Interessante ist, dass beispielsweise auch, Francis Fukuyama mal gesagt hat, dass wir dann im Wesentlichen mit dem Zerfall der Sowjetunion am Ende der Geschichte angelangt sind, dem End of History und, sich quasi Demokratie und Marktwirtschaft endgültig durchgesetzt haben. Das ist das, was 1991 eingetreten ist. Jetzt erleben wir eben mit dem Aufstieg der
Volksrepublik China, dass dieses End of History durchaus in Frage gestellt wird. Wir erleben im Wesentlichen zum ersten Mal, dass ein nicht demokratisches Land es zu Wohlstand und wirtschaftlicher Prosperität auch geschafft hat. Und das ist eben dieses Herausfordernde, dass dieser unipolare Moment der USA fast schon wieder vorbei ist, könnte man vielleicht mit einem großen Fragezeichen sagen. Ja, das ist sehr spannend. Und ja, ich denke, dass wir dann ja mit der heutigen Folge dann erstmal so diesen Blick in die Vergangenheit, abgeschlossen haben in gewisser Weise und dann uns in der nächsten Folge dann ja auch stärker der Gegenwart und dem, Status quo widmen wollen und gucken wollen, in welche Richtung die Reise weitergeht. Wir werden uns eben anknüpfend an die ersten Informationen von heute das Land nächste Woche noch einmal etwas genauer ansehen und der Frage immer weiter nachgehen, ob dieses amerikanische Zeitalter nun vielleicht vorbei ist und was die Gründe dafür sind. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Hinterlasst gerne einen Kommentar, gebt uns ein Like und abonniert gerne unseren Kanal. Wir sehen uns nächste Woche. Es verabschieden sich Amadeus Quist. Sebastian von Brefort. Und Werner Halfer. Tschüss. Tschüss.